Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Ein Erdäpfel-Omelette machen wir heute mit Gemüse. Eigentlich was ganz Schnelles, Einfaches, Günstiges und super Gutes. Kartoffeln habe ich mir schon vorgekocht natürlich. Und da machen wir uns einen Palatschinkenteig daraus, aus den Kartoffeln. Ein bisschen Gemüse, das werden wir davor anschwitzen und dann in diesen fertigen Palatschinken einfüllen. Dazu machen wir uns einen Kräuterrahm oder Kräutercreme fraiche, ein bisschen einen Salat dazu. Ja, und dann hätten wir es eigentlich schon wieder. Jetzt seht ihr zuerst einmal die Zutatenliste, was ihr alles dazu braucht. Zuerst werden wir uns das Gemüse vorbereiten. Ich habe das Gemüse schon geschnitten und da kann man natürlich auch wieder nehmen, was man halt gerne hat. Champignons kann man genauso reinschneiden oder Knoblauch habe ich heute mal weggelassen. Also ich habe Frühlingszwiebeln, Karotte ganz dünn geschnitten, ein bisschen Lauch, ein Zucchini und eine rote Paprika. Das schwitzen wir uns jetzt in der Pfanne ein bisschen an. Einfach alles zusammen in die Pfanne geben. Da habe ich ein bisschen Öl hineingegeben, einfach nur zum leicht anbraten. Das Ganze würzen wir gleich. Natürlich mit ein bisschen Salz, ein bisschen Hex-Hex-Gewürz, also einfach ein Gemüsegewürz. Hoppala, Deckel, wenn man heruntergibt, geht es gleich leichter. Und vielleicht ein bisschen Pfeffer. Und dann hätten wir die Fülle für unsere Kartoffelomeletten schon fertig. Kurz durchrühren und das Ganze einfach auf nicht zu starker Hitze braten. Dann geht es schon zu unserem Palatschinkenteig. Kartoffeln, ganz normale festkochende Kartoffeln. Man kann auch mehlige nehmen, das ist bei dem jetzt eigentlich ganz egal. Da werden wir mal durch die Kartoffelpresse drücken. Einfach in eine Schüssel gleich hineindrücken. Boah, das ist aber auch leichter gesagt als getan. So. So, das Ganze streifen wir ein bisschen ab. Unsere Kartoffeln werden wir gleich salzen. Ordentlich salzen. Dann geben wir Muskatnuss natürlich dazu. Kartoffelteige passt die Muskatnuss immer gut dazu. Nicht zu wenig. Es darf schon ein bisschen einen Geschmack haben, das Ganze. Dann geben wir Mehl dazu. Ich schreibe das dann genau ins Rezept. Das Ganze mit ein bisschen Milch glatt rühren. Kann man natürlich mit dem Handmixer genauso machen. Dieser Teig wird natürlich nicht ganz glatt, weil ja für die Kartoffeln ist eh klar. Gut verrühren. Dann geben wir die Eier dazu. Wieder gut einrühren. Aufs Gemüse nicht vergessen. Mal ganz kurz ein bisschen umdrehen. Das schaut doch jetzt schon ganz toll aus, gell? Die Farben, das ist einfach köstlich. Und wie gesagt, nur auf kleiner Flamme ein bisschen braten. Das jetzt zu einem schönen glatten Teig, also ganz glatt wird er ja nicht durch die Kartoffeln, aber sollte halt ein schöner Teig sein. So sollte der ungefähr ausschauen wie ein Palatschinkenteig. Palatschinken oder Omelette sagen wir ja auch dazu. Ja, das Ganze stellen wir uns kurz auf die Seite. Jetzt werden wir uns das Gemüse herausgeben aus der Pfanne und gleich in dieser Pfanne machen wir unsere Palatschinken oder Omeletten. Die Pfanne habe ich mal wieder aufgestellt. So mittlere Hitze, nicht zu heiß. Ein bisschen Öl und ein bisschen Butter geben wir in die Pfanne.
Butter ist einfach für den Geschmack toll. Und wenn man Öl dazu gibt, dann verbrennt das Ganze nicht so schnell. Es wird nicht so schnell dunkel. Und da werden wir unsere Omeletten jetzt herausbacken. Eigentlich wie bei einem Palatschinken. Ein Schöpfer voll von dieser Masse. Darf ruhig ein bisschen dickerer sein. Das muss nicht so dünn wie Palatschinken sein. Wir haben ja ein Omelett. Und eben wie beim Palatschinkenbacken einfach den Teig auf dem Pfannenboden richtig verlaufen lassen. Und dann wieder aufstellen. Und so lassen wir den jetzt eben langsam mal schön braun anbacken. Und wer möchte, kann da natürlich ein bisschen Käse drauf geben. Ich gebe da jetzt einfach ein bisschen Bergkäse, der hat richtig Geschmack. Einfach ein bisschen da drauf. Das werden wir dann bei dem fertigen Omelett oben auch noch ein bisschen was drauf geben. Gut, und da, man sieht schon, es klebt nicht an. Bewegt sich wunderbar. Und so lassen wir es mal schön anbacken. Wenn es dann oben trocken ist, dann werden wir das Ganze umdrehen und befüllen. Bis unser Omelett schön braun gebacken ist, machen wir uns ein bisschen an Creme Fraiche dazu. Creme Fraiche einfach salzen und Kräuter nach Belieben hineinrühren. Dann haben wir einfach ein bisschen eine cremige Komponente auch dabei. Und natürlich braucht man Salat auch. Ich habe da einen einfachen Eisbergsalat, Karotten ganz dünn geschnitten und den machen wir uns ganz einfach nur mit Salz, ein bisschen Balsamico-Essig, da nehmen wir heute mal einen dunklen. Dann brauchen wir ein bisschen was Süßes, nehmen wir einen Ahornsirup heute. Wer das nicht hat, kann natürlich einen Honig auch verwenden oder einfach eine Prise Zucker. Und natürlich die Säure brauchen wir auch. Das ist bei uns ein fruchtiger Essig. Da haben wir einen Apfelessig und schon ist unser Salat fertig. Jetzt schauen wir aber mal zu unserem Omelett. Das ist jetzt oben fest gebacken schon. Und jetzt drehen wir das Ganze um. Am besten mit Schwung. Unten hineinfahren und das Ganze mit Schwung umdrehen. Da geben wir jetzt sofort unser Gemüse drauf. Ja, und schon ist es eigentlich fast fertig. Das schaut echt wirklich toll aus. Ein richtig tolles vegetarisches Frühlingsgericht, würde ich sagen. Da kann man natürlich auch wieder ein bisschen Käse dazugeben. Also den Bergkäse oder halt irgendein Käserestel, das man halt zu Hause hat. Das Ganze ist in 2-3 Minuten schon fertig. Unser Kartoffelomelett ist wunderbar durchgebacken. Das schaut echt köstlich aus. Und das werden wir jetzt nicht einrollen, sondern nur einmal umklappen. Ja, ist das nicht köstlich? Diese Farbe. Solche Sachen hat unsere Mama gern gemacht. Solche Omeletten in jeder Variation. Also das schaut doch wirklich super aus. Da geben wir ein bisschen Schnittlauch drauf, unseren Salat dazu und unseren Kräutercreme Fraiche. Und schon haben wir wieder ein wundervolles, leichtes, tolles, einfaches, günstiges Mittagessen gemacht. Vielleicht hat euch das gefallen, dann macht es noch, probiert es aus. Hexerei war es keine. Bis zum nächsten Mal.